Hi guys, today I will show you some work I'm doing here. It will be at the end of the day, will be some cards, but I'm starting with old book pages and I glue them only with the reverse onto craft card because I wanted the top to be untouched. These old pages, book pages, they are coming from a book, very, very old book, and it was a error print or mistake print, whatever you call it, it was misprinted so that some of the pages were still not cut off and stuff like that. So, and the paper is really thick, heavy, like watercolor paper, and it acts like watercolor paper. And that's what I really love with these pages, and I love to use them. So I wanted to have the top surface uh, still being able to soak up the watercolor, to react to the watercolor, and to water reactive media, let's call it like this. And I use here vintage photo distress ink. I put on top of all of them in different ways with a brush here or directly with the ink pad, and then blend it out a bit to have it a bit rougher. And at the end, I spray some water on top. So, ihr Lieben, hallo. Ich werde euch heute ein paar Sachen zeigen, da mache ich letztendlich Karten draus, aber fange hier erstmal an mit so alten Buchseiten, die ich mit der Rückseite nur auf Kraftkarte klebe. Ich wollte die Vorderseite, die obere Seite völlig unangerührt lassen, weil ich darauf arbeiten wollte. Diese Buchseiten, die sind aus einem alten Buch, das ich durch Zufall mal in London gefunden habe. Das ist von 1700, schieß mich tot, ich weiß es nicht, aber es war so ein falscher, also die haben das nicht vernünftig, was heißt vernünftig gedruckt oder zusammengebunden, sagen wir mal zusammengebunden. Da waren noch Seiten zusammen. Ich fand das also hochinteressant. Und das Schöne ist, das Papier ist sehr, sehr schwer und das verhält sich wie Aquarellpapier. Und darum mag ich das auch so gerne. Und deswegen habe ich es nur auf einer Seite geklebt, um auf der anderen Seite mit diesen wasserreaktiven Medien arbeiten zu können. Ich habe die Ink, dieses Stress Ink hier in Vintage Photo auf verschiedene Weise aufgegeben mit der Bürste oder halt direkt mit dem Pad. Sorry. Und habe dann nochmal Einzelseiten gemacht. So, und jetzt fange ich an, hier mit Crackle Paste durch Stencil zu gehen, verschiedene Motive. Hier diese Strandhütten und dann dieser Käfer und dann mache ich noch andere Sachen, um dann hinterher letztendlich, ja, wahrscheinlich Karten daraus zu machen. Sorry, 2 habe ich schon benutzt. Und 2 Karten sind schon fertig. Eine zeige ich euch hier und die andere, die seht ihr später in einem zweiten Teil, in einem zweiten Video. Ich fange hier an mit diesem Stempel. Das ist ein ganz alter Stempel, den ich mal von Craft Individual heißen die. Das ist 100 Jahre her. Ungefähr. Was ich hier versuche, ist, dass ich dieses Vintage Ink im Hintergrund nochmal reaktiviere und verblende. Das war aber schon arg trocken, weil diese Seiten wirklich aufsaugen wie verrückt. Und jetzt habe ich nochmal einen Reinker hier drauf gepackt auf meine Kraftmatte und dann nehme ich das mit dem Pinsel auf und verblende das dann, einfach um auch Schattierungen hinzubekommen. You know, I wanted to after I stamped the image, I wanted to blend out or pick up the vintage ink from the page, but it was really into the page a lot already, very dry. So this paper soaks up this media a lot. So that's why I used reinker to put the shading on, blend it out and shade here and there. So a bit more of my crackle paste here through this chicken wire stencil and that one here, but that's it then, and I will go on with this card with the little kid pointing out to the stars. So to point it out, to give it more dimension this time, not in black, I
shaded here in white. I think that looks really pretty on this vintage photo background, and that's all what it needs. I will stay here in this colors, if you can call it colors, and I will do the same with the background on the card. Very organic colors, and it should look very organic, not very like this chemical colors. You will see what I go on with. Ich habe dann hier mit Weiß noch schattiert, kein Schwarz diesmal, sondern in Weiß, und habe dann also mir auch vorgenommen, daraus mache ich eine Karte und die wird auch weiter so in diesem natürlichen Stil sein. Das werdet ihr dann später sehen, wie es weitergeht. Erst noch hier mein Käfer, den ich in derselben Art und Weise mit dem Re-Inka von dem Vintage-Foto hier noch schattiere, so dass ich ihn dimensionaler eben auf der Seite habe. Und da wird dann später auch eine Karte von. Da bin ich noch dran, aber das wird sicherlich auch eine Karte werden. You know, this one gets the same shading treatment than the others, and on top of that, a tiny bit of turquoise. I think the combination of turquoise and this vintage photo is absolutely perfect for a vintage card, isn't it? So, and I really like that one a lot. Ich habe dieses Türkis mit dem Vintage-Foto, die Kombination finde ich immer sehr, sehr gelungen. Und hier mit dem Kükendraht, da gehe ich noch über die Kanten auch, um eine Dimension da reinzukriegen, mehr Tiefe reinzukriegen. Einfach die Linien auf der einen Seite, die bearbeite ich hier noch mit dem Tombow Aquarellmarker. You know, I'm using the Tombow watercolor marker just to get some shading in and get some dimension. That's all. I will definitely make something with that later as well, but I'm not showing it here because it will be this card with the little guy or the little girl, and another one in another video that will be part 2 later. For the words here for this kit image, it will be punched out with this word puncher, and it will be reach whatever. I can't remember. Reach for the stars, I think. Oh my gosh, it's not that I made this card ages ago. No, reach for the stars. Yeah, reach for the stars. So, and I will cut that into a stripe. And this is a red wooden starfish actually. But I put some gold on top and it's a star then. Yay! Ich habe dann hier noch so einen hölzernen Seestern genommen in Rot, und deswegen, ich habe Gold drüber gemacht und dann passt es auch wieder. So, und das ist jetzt der Kartenrohling schon, und ich werde entgegen meinen anderen, wenn ich Karten mache, meine anderen Methoden, hier ich werde das nicht layern und matten. Jetzt arbeite ich direkt auf dem Kartenrohling. Das ist ganz schweres Aquarellpapier, das sehr, sehr rau ist an der Oberfläche. Und arbeite hier mit Bistre. Bistre ist ja auch so ein natürlicher Farbstoff aus Kohle, aus Birken, Rinden und was nicht noch. Und arbeite das hier jetzt ein. You know, and I'm working on here with this organic color that's Bistre, made from all sorts of natural stuff like coal and bark and so on. So that's why I said before, I stay here in a very organic way. And what I do here, I'm working directly on my card base, what I'm not doing normally. So no matting, no layering. And I dab some stuff off because I wanted to have it a tiny bit more pale, not that much into your face, and everything what's wet I dab off. Bit of gold splattering hier. Ich habe dann hier das Bistre aufgegeben und habe das ein bisschen abgetupft, weil ich es doch etwas blasser haben wollte, nicht so extrem kontrastiert, und habe dann noch mit dem Gold ein paar Tropfen gemacht im Hintergrund, und die Buchseite wird jetzt dimensional aufgeklebt. Dafür benutze ich dieses 3D Schaumzeug,
und werde das dann damit aufkleben. You know, that's the 3D foam stuff, and that will of course glue the page down in a more dimensional way. And you could see the way I wanted to have the word, or yeah, the sentence on top, and the star will go there as well. So at the end you can see on the right, bottom right, there is this little stamp. It's a star stamp. I will stamp that with a bit of gold on the top corner, top right corner, and that's it. That's what I needed. It needed nothing else. And that's the finished card. And you will see the close-up. So, ihr habt ja gesehen, jetzt habe ich hier noch ein bisschen gestempelt. Die Sterne da oben mit Gold noch. Und das war's dann schon. Mehr braucht's nicht. So, guys, I say thanks a lot for watching. I hope you like it. And if so, please leave me a thumbs up, and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you soon with my next part soon, and wish you a fantastic time, and don't forget to stay creative. Bye bye. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da, und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch mit dem zweiten Teil bald wieder. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen, aber vergesst nicht, bleibt kreativ. Also, bis dann. Tschüssi.